Aber Ziel- und Ergebnisorientierung wird ja von vielen CXOs, Führungskräften, Personalern als Mantra quasi begeistert gefordert, als ein Schlüssel zur digitalen Transformation. Wenn ich jetzt mal an meinen glorreichen FC Bayern denke, da wird ja auch immer gefordert, dass die immer nächste Saison das Triple holen werden. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie es auch wieder tun. Wunschdenken? Nicht unbedingt. Aber ich möchte dich jetzt mal ganz konkret fragen, als du Martina Hingis trainiert hast, war das auch das Ziel, was du ausgegeben hast? Martina in x Jahren bitte Nummer 1 sein? Das ist eben einer der Unterschiede zwischen Wirtschaftsdenken und Spitzensportlerdenken. Wir denken nicht immer jeden Tag an das große Ziel. Natürlich haben wir eine Orientierung, Ende des Jahres brauchen wir so viele Punkte, um im ATP-Finale dabei zu sein. Aber in erster Linie geht es uns darum, jeden Tag Verbesserungen zu machen, zu erzielen und das nächste Spiel zu gewinnen. Wenn ich das nächste Spiel gewonnen habe, worauf freue ich mich? Richtig, wiederum auf das nächste. Und so werde ich immer wieder von Spiel zu Spiel, Teilziel zu Teilziel das große Ziel erreichen. So macht das der FC Bayern auch. Fortschrittsdenken, wie würde man Fortschritt überhaupt in einem Unternehmen wie der Wirtschaftswelt quantifizieren und qualifizieren? Das ist eben eine der entscheidenden Fragen. Zuerst einmal, kennt man dieses fortschrittorientierte Denken, Handeln und Coaching überhaupt in der Wirtschaft? Und dann, wie kann man die Fortschritte überhaupt definieren? Weil wenn Fortschritte nicht definiert sind, dann kann ich ja diese Fortschritte meinen Mitarbeitern auch nicht präsentieren und beweisen. Das heißt, sie haben logischerweise keine Erfolgserlebnisse. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal einen Schlenker machen, und zwar die Verhaltensforschung sagt ja, dass Konsequenzen das Verhalten von Menschen triggern. Jetzt werden ja, gehen wir mal in eine Vertriebsfunktion rein von irgendeinem Unternehmen, dort werden ja Gesamtziele ausgegeben, die dann entsprechend bonifiziert werden. Ist das denn eigentlich noch adäquat in der heutigen Zeit? Natürlich, Ende des Jahres stehen immer 3 auf dem Treppchen, erster, zweiter und dritter, und die erhalten normalerweise den großen Bonus. Die Frage ist, wie fühlt sich der Rest? Wenn du 500 Mitarbeiter hast, 497 werden keine Boni erhalten. Wie fühlen sie sich? Ja. Vielleicht macht es ja mehr Sinn, eben auch die zu belohnen, die eben, egal ob auf Platz 350, große Fortschritte erzielt haben und möglicherweise nachher auf Platz 290 sind. Bedeutet, wenn wir diese Philosophie, fortschrittorientiertes Denken in unser Business reinbringen, dann wird sich alle von diesen 500 Mitarbeitern darauf freuen, Fortschritte zu erzielen. Und wie jeder Fortschritte erzielt, wer wird logischerweise erfolgreich? Das ganze Unternehmen. Genau. Sprechen wir mal genau von diesem Team. In der heutigen agilen Welt ist ja eigentlich eine gute Unternehmenskultur, könnte man sagen, basiert auf den Säulen Kooperation und Interplay. Wie kann man dieses Teamdenken institutionalisieren? Hochinteressant. Fast alle Unternehmen haben in ihren Werten, wir sind ein Team. Die Frage ist, welche Voraussetzungen braucht es, damit wir überhaupt von einem Team sprechen können? Ja. Beim FC Bayern ist es klar. Zuerst einmal, wir haben ein gemeinsames Ziel, Triple, und wenn wir die Ziele erreichen, kriegen alle genau den gleichen Anteil von Bonus. Ja. Wie sieht es sehr oft in der Wirtschaft aus? Wenn wir einen großen Deal gewonnen haben, wer kriegt den Bonus? Richtig, der Außendienst. Ja. Was macht der Innendienst? Was machen die anderen Bereiche, die ja dazu gedient haben, damit dieser Deal gewonnen wird? Ob dann die Begeisterung in diesen Bereichen, in den Mittelfeldern der Verteidigung sehr groß ist, das wage ich dann eher zu bezweifeln. Dafür sind wir da, um diese Begeisterung entsprechend reinzubringen. Genau. Herzlichen Dank. Danke dir.